wirklich losgefahren, auf die Minute. Wir fahren jetzt zum Mount Fuji. Also wir haben unseren Koffer abgegeben für 10 Tage, ne 12 Tage sogar. 13 Tage, pardon, 13 Tage. Weil wir in den kommenden Tagen noch unterwegs sein werden und wir haben tatsächlich einen Luggage Service gefunden, wo wir tatsächlich mehr als 3 Tage das Ganze abgeben können. Weil diese Boxen zum Beispiel hier in den ganzen Bahnhöfen sind maximal 3 Tage möglich, dann bis zu 1 Tag. Wir hoffen, dass das Wetter aufklart, denn es ist momentan regnerisch und wir hoffen, dass wir auch den Berg dann sehen können überhaupt. Also Regen ist nicht schlimm, aber dass wir den Berg zumindest sehen. Wir werden sehen. Angekommen in Kawaguchiko. Wie ihr seht, seht ihr nichts außer den Supermarkt. Der wohl bekannteste Supermarkt dieser Welt. Ja, den Berg sieht man nicht. Die Sonne ist zwar jetzt rausgekommen, aber es sind noch immer Wolken. Wir haben den Berg zwar jetzt von der anderen Seite schon gesehen, aber auch von einem anderen Teil. Wir hoffen, es klart auf. Zumindest haben wir schon den Point hier gefunden. So, die Wartezeit hat sich gelohnt, denn er zeigt sich. Wir wollten hier langsam weg. Wir haben schon ein paar coole Fotos machen können. Aber wir werden jetzt weitergehen, weil wir gehen zum anderen Spot, wo man den Berg hoffentlich noch ein bisschen mehr sieht. Aber hier im Supermarkt ist erledigt. Und im Übrigen Instagram und Reality, ne? Instagram sieht so aus. Und Reality. Hier darf man wirklich über die Straße gehen. Da hinten sind Zebrastreifen und genau hinten auch. Nur da darfst du lang. So, wir sitzen jetzt im Zug, ne? Ich glaube, das ist die bekannteste überhaupt in Japan. Man hat den schönsten Ausblick auf Mount Fuji und man kennt das von den ganzen Postkarten, von den ganzen Bildern im Internet, auch wenn man nur Japan eingibt. Ist genau der Ausblick dort zu sehen, wo wir jetzt sind. Dann fahren wir mit dem Zug dahin. Also mit einem Aufstieg habe ich jetzt nicht gerechnet. Du? Na klar. Na klar. Ja, du hast dich auch vorbereitet, ich nicht. Ich kaufe nur die Tickets und dann den Rest machst du. Ich habe die Tickets gekauft. Hier sind wir. Und das sind noch 2000 Stufen nach oben. Tudum. Aber ist das denn eine schöne Aussicht? Es ist einfach zu warm. Und wir gehen jetzt weiter hoch. So, geschafft. Nach 2000 Stufen haben wir es. Aber seht selbst, das sieht ganz anders aus als gedacht. So dieses typische Instagram versus Reality. Für die Drohnenliebhaber unter euch, leider können wir keine Drohnenaufnahmen machen, ist verboten hier. Habe ich mich schon vorher informiert. Also Drohne fliegen ist hier leider komplett verboten. So, wir sind angekommen. Also ich schütte aus allen Löchern, aber die Aussicht ist wunderschön. Schaut mal selbst. Das ist, müsst ihr euch vorstellen, das ist so Instagram und jetzt zeige ich euch die Reality. Ihr braucht auf jeden Fall Geduld und viele Nerven. Beziehungsweise ihr müsst stressresistent sein. So, das war wie soll ich sagen, eine Quälerei dort oben. Du musstest wirklich um deinen Platz kämpfen. Also wir haben ein paar hoffentlich gute Fotos machen können. Es war aber wunderschön. Man muss auch Glück haben mit den Wolken, weil die Wolken, die ziehen immer wieder auf und ab. Also da muss man wirklich aufpassen bzw. Glück haben. Ich habe gehört, 53 Tage im Jahr gibt es klaren Himmel an dem Berg im Schnitt. Den hatten wir heute nicht. Wir gehen jetzt weiter zu einem weiteren Spot, werden aber zwischendurch noch irgendwie was essen. Mal gucken, was wir so finden. Ich sagte, was zu essen. Das ist Voressen. Also meinst du Vorspeise, süße Vorspeise heute? Ja? Für euch zur Information, wir sind ganz früh heute Morgen hergefahren mit dem Bus. Die Züge fahren übrigens, wenn nicht sogar länger. Wir sind knapp 2 Stunden gefahren. Also bei den Zügen seid ihr ungefähr 2,5 Stunden unterwegs. Müsst auch meistens noch umsteigen, 2-mal. Also es war einfach am komfortabelsten für uns mit dem Bus zu fahren und kann ich jedem auch empfehlen. Also ja. Wie auch vorhin gesagt, er ist auf die Minute wirklich losgefahren, hat genau 2 Stunden mehr gebraucht. Sowas, was bei uns einfach nicht zu erdenken ist. Wir haben 2200 Yen pro Person gezahlt für die Fahrt. Wir haben auch gleichzeitig die Rückfahrt gebucht. Die haben wir allerdings sehr spät gebucht. Wir wollten den Satz
Sunset. Sunset. Ja, Sunset werden wir nur heute. die Uhr. Die Sonne geht hier sehr früh unter, und zwar um 18 Uhr. Und Vielleicht haben wir kann das. auch um 18 Uhr. Ja. So, wir haben jetzt noch einen weiteren Spot gefunden, wo man hier im Prinzip auf der Straße Fotos machen kann. Aber das ist ziemlich gefährlich, ehrlich gesagt. Also man muss Glück haben, dass ein Auto... Die sind genervt von Touristen, die hupen die ganze Zeit. Ja. Und hier war bis eben auch noch einer, der uns die ganze Zeit weggejagt hat. Ja, der mag das nicht so ganz gerne. Aber ihr seht, Fotos werden gemacht. So, mitten auf der Straße. Wir haben auch einige Fotos gemacht und Videos sogar, auch ganz cool. Wir gehen jetzt mal weiter durch die Innenstadt und werden langsam dann auch wieder zurückgehen, weil es wird langsam 17 Uhr. So, das waren die Fotospots von Mount Fuji. Wir gehen jetzt so langsam wieder zurück, wie gesagt. Wir sind jetzt an unserem ersten Spot wieder zurück und es ist tatsächlich so, dass wenig los ist. Schaut mal. Also es lohnt sich tatsächlich noch ein bisschen später zu kommen. So, jetzt ist das Ganze hier wirklich doch mehr geworden, als wir dachten. Wir haben versucht, Fotos zu machen, aber es ist nicht möglich, denn also es sind einfach so viele Autos, so viele Busse, die hier langfahren. Das heißt, vor deiner Linse sind immer Busse oder Autos und Leute, die halt einmal queren. Also wir zum Beispiel hier. Rechts stehen die Fotografen und links stehen Leute an, das haben wir vorhin auch gemacht. Ja, hier gehen wir weiter. Ah ja, dann gehen wir noch weiter. Und das Problem ist, die Leute queren halt immer, genauso wie die Autos queren halt immer. Du hast halt keine Chance, hier wirklich coole Fotos zu machen. Außer ganz früh morgens, was wir gemacht haben. Deswegen sind wir eigentlich schon damit durch. Wir versuchen mir jetzt ein Stampbook zu kaufen. Mal gucken, ob es hier sowas gibt. Denn wir haben tatsächlich so ein Stamp-Dings entdeckt. Wir befinden uns jetzt gerade in dem Laden, wo halt gefühlt Millionen Menschen von diesem Laden ein Foto machen mit dem Berg in der Hintergrund. Also rechts von mir ist jetzt der Berg und da links von mir ist jetzt der Fotospot. Achtung. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben jetzt diesen Stampbook entdeckt. Ja, ist es nicht. Ja, ist ein Notiz-App, aber wir verwenden das als Stampbook. Beste Aussicht haben eigentlich die Leute, die hier wohnen. Schaut selbst. Also ich glaube, in wenigen Jahren ist das Ganze so ein richtiger Urlaubs-Touri-Ort. Jetzt ist es gerade so im Kommen und viele Leute reisen hier, aber wie gesagt, die Züge waren hier komplett ausgebucht, alle Busse hierher. Das ist schon nicht ohne. So, da wir nur noch ein bisschen Zeit haben, nämlich exakt noch 1 Stunde und 20 Minuten, haben wir gedacht, wir gehen noch einmal zu einem See, der hier ganz in der Nähe ist, 1 Kilometer von dem Shop. Soll sehr, sehr schön sein und auch noch ein schöner Spot, glaube ich. Ne? Ja, wir sind gespannt. Auf jeden Fall sind wir gleich da und zeigen euch, wie das da aussieht. Hier sind wir auch schon. Also wir dachten, dass wir von hier aus den Mount Fuji sehen, aber das ist dann eher von der anderen Seite. Also, wenn ihr den Mount Fuji sehen wollt, dann müsst ihr auf die andere Seite gehen. Weil von hier aus, wo wir gerade sind, seht ihr den nicht. Aber eine Sache, vielleicht ist euch schon was aufgefallen, die wir euch wirklich ans Herz legen können. Wir haben es heute zum ersten Mal getestet. In dem, wer heißt der? Mega Don Quixote, genau, gibt es diese Kamera. Vielleicht seht ihr das. Das ist mini klein. 1,2 Megapixel. $25, also 25 Euro umgerechnet. Ihr habt ja eine SD-Karte, die reintut, könnt ihr dann aufladen und macht dann halt entweder Video oder Fotos oder halt Audioaufnahmen. Wir sind gespannt. Wir haben ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos gemacht. Das ist halt so im, wie soll ich sagen, im alten Stil. So als wäre so ein Filter, so ein Instagram-Filter über die Fotos gepackt, aber halt so eine richtig schlechte Qualität. Wir sind gespannt. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Kamera heißt oder wo ihr die kaufen könnt, in der Beschreibung haben wir einen Link hinterlegt. Könnt ihr bei Amazon einfach kaufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis unser Bus kommt. An der Stelle würde ich vorschlagen, dass wir den Vlog beenden mit der schönen Aussicht. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.